Neymar sagt, Arda Güler ist der beste Mittelfeldspieler der Welt. Yes! Willkommen zurück auf meinen Kanal Hala Madrid. Mein Name ist Dennis. Dieser Kanal ist noch neu, also abonniert mich gern. Das würde mich freuen, damit wir hier in die Zukunft mit jeden Tag geilen Real Madrid Stories und ich hoffe auf positiven Gewinnen und Siegen davongehen. Ja, Neymar hat gesagt, hier eingeblendet, dass Arda Güler er denkt, dass Arda Güler der beste Mittelfeldspieler der Welt ist. Ja, schreibt mal in die Kommentare, hat er damit recht oder hat er damit Unrecht? Mittelfeldspieler, Betonung liegt auf Mittelfeldspieler. Ich sage euch, es ist schwer. Und ihr wisst, ich bin ein Fan von Arda Güler und ich sag's ja und thematisiere das hier und auch auf TikTok, folgt mir auch gern da, dass Arda Güler, wenn er unverletzt bleibt, wenn er auf der 10, ich wiederhole es, ich muss es in jedem Video erwähnen, die Nummer 10 auch, die sollte er auf jeden Fall auch bekommen irgendwann und dann auf der 10 spielt, dann wird er definitiv der Beste sein. Er ist schon richtig gut, vielleicht ist er sogar insgeheim der Beste. Und er hat's ja selber gesagt, die Legende Luka Modric, Mann, Arda Güler hat das Köpfchen und noch mehr in den Beinen als dieser her. Und das war ja schon, was soll ich zu Ihnen sagen? Man kann das nicht, diese Vergleiche sind ja immer schwierig. Ne? Und in meinem letzten Video habe ich ja auch Arda Güler mit Lamine Yamal verglichen. Und da hatte ich Kommentare unter hier, die meinen, das kann man nicht so wirklich vergleichen. Na, natürlich kann man das vergleichen. Warum? Weil dieses Thema ja aufkommt. Welcher ist der beste jüngere Spieler? Lamine Yamal ist jünger noch, ja, ich weiß das. Aber, und ich weiß, dass er nicht die Position, die Arda Güler spielt, aber Arda Güler spielt ja nicht auf der 10, wo er eigentlich spielt. Er spielt da ja nicht. Er spielt ja überall und deswegen habe ich diesen Vergleich gemacht und ich wollte eigentlich auch nur mit diesem Vergleich mal sagen, ich habe ja auch Statistiken eingeblendet, dass Arda Güler, die sind festgehalten worden, nicht von mir, sondern von transfermarkt.de, ohne Werbung zu machen, da steht, oder seht ihr, dass Arda Güler viel weniger Minuten gespielt hat und wie gut ist er? Ja, er ist vielleicht, ist er 2 Jahre älter, aber da wird immer, ne, ich will auch gar nicht, ich habe ja gesagt, ich möchte nicht Arda dahin stellen und Lamine Yamal da, das ist absolut Quatsch. Punkt ist, oder Fakt ist nur, warum sollte Lamine Yamal dastehen? 200 Millionen kosten, 90 Millionen Arda Güler, während er bei Ancelotti kaum gespielt hat und hat trotzdem diese Statistik. So, und jetzt mal nachdenken, Leute, die das, ne, jetzt ankreien, dass ich das gesagt nicht ankreien, aber und deswegen natürlich normalerweise, wenn alle so auf der Position spielen, könnte man das nicht so vergleichen. Ja, aber ich schweife ab. Arda Güler oder beziehungsweise Neymar, für mich auch ein super Spieler eigentlich, aber der hat sich das so wie Vini Junior, finde ich, kaputt gemacht mit Fordern, Hinfallen, Jammern und so weiter, außer dass er schwere Verletzungen hatte, die Vini jetzt auf Dauer noch nicht so hatte wie Neymar und dann hat er ja auch ein sehr psychologisches Problem. Ich weiß auch gar nicht, ich möchte jetzt hier nichts in den Raum werfen, aber ich glaube, Depressionen spielen da auch so ein bisschen eine Rolle. Hatte er oder hat er nicht? Fakt ist auf jeden Fall, es kommt trotzdem von Neymar. Und er sagt, Arda Güler denkt, er ist der beste Mittelfeldspieler der Welt. Er denkt wahrscheinlich schon voraus und weiter. Und dann kann ich das einfach nur unterschreiben. Fakt ist auch, das kommen immer mehr und immer neuere Spieler. Das stimmt alles. Und aber habt ihr den Pass nur gesehen? Nur den Pass zum Beispiel. Bei einem 6:1 Spiel, das 2:0 war das, glaube ich. Mann, der ist jung, einfach und nicht gestoppt, gleich weitergepasst. Ich meine, der Pass davor von Kammerwinger war auch pervers. Aber ich sag's ja nur. Das alles macht er ja nicht zum ersten Mal. Und er kann genauso wie Lamine Yamal, glaube ich, mit dem Ball trippeln. Arda Güler ist einfach, und er wird auch langsam stabil vom Körper. Das sah ja auch schon alles mal anders aus. Aber der bringt ja auch die türkische Nationalmannschaft nach vorne. Er macht es einfach. Er ist einfach, er führt die Mannschaft an. Und ich denke, er könnte das auch in Madrid hier. So. Und den Vergleich, das ist kein direkter Vergleich. Ich sage nur, dass, ne, er meinte ja auch, das wird einfach mein Nachfolger. So, Toni Kroos, hatte das ja so ein bisschen anders in Sinn, alles etc. pp. Mit Valverde. Nur Valverde wird im Moment was ganz anderes machen, was mich auch stört. Mich stört das mit Valverde, dass er da hinten, aber es geht ja nicht anders. Und heute Abend ist ja das Spiel. Das Video wird hier wahrscheinlich ja noch davor kommen. Ne? Und dementsprechend
wollte ich eigentlich nach dem Alaba-Video, was auch heute gekommen ist, schaut euch gerne mal, das ist heute gekommen, heute Mittag, nochmal das Alaba an. Sehr schade und eine Vorbereitung auf das Villarreal-Spiel, was ich jetzt hier nicht nochmal sagen werde. Ja, ich hatte aber das mit Neymar auch noch vor, da habe ich gesagt, okay, der Kanal ist klein und dann kloppen wir nochmal ein zweites Video heute raus. Ist egal, ich habe immer was auf Lager und es ist eben, ihr seid über 3 Haaland Madrid, Freunde. Da kann man immer drüber berichten und im Moment ist ja so und so viel zu berichten wegen der Verletzung. Aber das in dem Video von heute Mittag. Alabas Abschied, Fragezeichen, beziehungsweise ist er schon und eben das kurze Villarreal-Spiel. Und das ist mit Valverde, was mich so ein bisschen wirklich triggert. Er kann es aber im Moment eher nicht anders und er spielt ja trotzdem dort gut. Er hatte gute Bewertungen, aber es wäre nice, wenn er mal wieder auf seiner Position über ein bisschen anders spielen würde. Das ist mir völlig unauffällig, finde ich ein bisschen schade. Ja, das für ein Thema, aber ich finde es geil, dass Neymar, einer der schon größten Fußballer, die da waren und die ja immer noch spielen, aber die das sagen. Ich denke mal, dass ein CR7 nicht unbedingt viel anderes oder anders sprechen wird, sagen wir mal so, wenn man ihn fragen würde. Ich weiß gar nicht, ob Krischi überhaupt mal was zu Arda Güler gesagt hat. Auf jeden Fall, das kann, wenn wir jetzt nicht einfach zu hoch greifen, sagen wir einfach, es kann ein ganz großer werden, ne? Und das als Türke, das betone ich jetzt so, weil das ja immer so bei vielen abgetan wird, ja, das höre ich so viel, warum auch immer, sind natürlich keine Madrid-Fans, aber es war bei Özil genauso, ja, dass Özil aber der beste Vorlagengeber von Cristiano Ronaldo war, was Cristiano selber gesagt hat, das vergessen alle, aber alle sagen, Özil ist nicht. Natürlich hatte der hatte Spiele, vor allem auch in der Nationalmannschaft, okay, da sage ich auch, okay, ja, ne, es war auch viel Scheiße. Aber trotzdem darf man vieles nicht vergessen. Und immer wenn dann es gab ja so viele, manche guten Türken, verletzungsmäßig sind viele ja auch dann runtergefallen hinten. Deswegen sage ich das. Ich hoffe, dass das bei Arda Güler nicht passiert. Und wie gesagt, wenn Neymar sagt, Arda Güler ist wohl der beste Mittelfeldspieler der Welt. Das ist doch geil. Und wenn der Junge das hört, er kann doch nur geiler werden. Und ich hoffe nicht, dass er von Madrid weggeht. Und ich hoffe auch nicht, wenn Jürgen Klopp kommen sollte, Fragezeichen, Ausrufezeichen, whatever, dass er sagt, der muss weg. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass Klopp so doof ist und ein Arda Güler gehen lässt. Also mal ganz ehrlich, Freunde. Also schreibt mal in die Kommentare und dann drückt heute Abend das Spiel, die Daumen, genau, drückt die Daumen für heute Abend gegen Villarreal. Da muss ein Sieg her und dann sage ich Haaland Madrid und wir werden uns auf jeden Fall morgen hören, weil da wird das Spiel auseinandergenommen und mal gucken, was Arda heute Abend so bringt. Also, bis zum nächsten Mal.